I think it's the biggest deal ever made. Thank you very much. Thank you very much. Congratulations. Die jüngste Zollvereinbarung zwischen den USA und der EU ist mehr als nur ein Handelsabkommen. Sie ist ein Seismograph für eine sich wandelnde Weltwirtschaft. Erfahre in diesem Beitrag, warum diese Vereinbarung nicht nur die transatlantischen Beziehungen neu definiert, sondern auch, welche weitreichenden ökonomischen und geopolitischen Konsequenzen sie für uns alle bereithält. Die am Montag erzielte Zollvereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union stellt einen entscheidenden Wendepunkt in den transatlantischen Handelsbeziehungen dar. Obwohl das Abkommen einen drohenden, umfassenden Handelskrieg verhindert, legt es zugleich ein neues, höheres Zollniveau für den Handel zwischen den beiden größten Wirtschaftsblöcken der Welt fest. Dies deutet auf eine deutliche Verschiebung hin zu einem stärker gesteuerten und protektionistischeren Handelsumfeld. Aus der Perspektive der Vereinigten Staaten wird das Abkommen als ein politischer Erfolg gewertet, der erhebliche Zolleinnahmen generiert und die Verhandlungsposition des Landes stärkt. Für die Europäische Union bedeutet die Vereinbarung zwar die Abwendung unmittelbar drohender, weitaus höherer Zölle, geht jedoch mit erheblichen wirtschaftlichen Belastungen und einer Beeinträchtigung ihrer traditionellen Handelspolitik, die auf weltweiten Abkommen beruht, einher. Die Auswirkungen des Abkommens reichen weit über die direkten Parteien hinaus und beeinflussen die Verhandlungspositionen wichtiger globaler Handelspartner wie Kanada, Mexiko, China und Indien. Darüber hinaus werden die geopolitischen Auswirkungen für Europa, besonders was seine Eigenständigkeit und das Erweitern seiner globalen Beziehungen betrifft, tiefgreifend sein. Die Wirtschaftsbeziehung zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union ist historisch die größte und tiefste der Welt und umfasst ein Handelsvolumen von Billionen von Dollar. Im Jahr 2024 überstieg der Warenhandel 867 Milliarden Euro und der Dienstleistungshandel 817 Milliarden Euro, was einer täglichen Bewegung von Waren und Dienstleistungen im Wert von über 4,2 Milliarden Euro über den Atlantik bedeutet. Diese umfassende Partnerschaft, die durch gegenseitige Investitionen untermauert wird, hat jedoch in den letzten Jahren erhebliche Spannungen erlebt. Historischer Kontext der US-EU-Handelsspannungen und Zolldrohungen. Die aktuellen Handelsspannungen entstammen im Wesentlichen der America First Handelspolitik der derzeitigen US-Administration, deren Ziel es ist, Handelsdefizite zu verringern und heimische Industrien durch Zölle zu schützen. Diese Politik stellt die langjährige Annahme infrage, dass amerikanische Arbeitnehmer und Unternehmen unfaire Handelspraktiken hinnehmen müssen, welche sie über Jahrzehnte benachteiligt und zu einem historischen Handelsdefizit geführt haben. Der aktuelle Konflikt begann mit der Einführung von Zöllen auf Stahl 25% und Aluminium 10% durch die USA im März 2018, gestützt auf den Paragraphen 232 des US-Handelsgesetzes, was mit nationalen Sicherheitsbedenken begründet wurde. Diese Zölle, welche der Trade Expansion Act von 1962 ermöglicht, erlauben es dem Präsidenten, Importe anzupassen, die als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestuft werden. Obwohl die Europäische Union zunächst von diesen Zöllen ausgenommen war, lief diese Ausnahme im Juni 2018 ab, wodurch die Zölle auch für den gesamten Wirtschaftsraum der EU galten. Die Eskalation im Vorfeld der Vereinbarung vom Juli 2025 war durch die US-amerikanische Drohung gekennzeichnet, einen umfassenden Zoll von 30% auf die meisten EU-Waren zu erheben. Einige Berichte nannten sogar noch höhere Sätze, bis zu 200% auf Pharmazeutika. Diese Drohung sollte am 1. August 2025 in Kraft treten und erzeugte immensen Druck, eine Einigung zu erzielen.
Die konsequente Anwendung und Eskalation von Zolldrohungen durch die US-Administration von einem anfänglichen 10%-Satz im April über die angedrohten 30% bis hin zu den schließlich vereinbarten 15% als Kompromiss belegt eine bewusste und kalkulierte Strategie. Dies deutet darauf hin, dass es nicht allein um die Korrektur wahrgenommener Handelsungleichgewichte geht, sondern vielmehr um den Aufbau erheblicher Verhandlungsmacht, um Zugeständnisse von Handelspartnern zu erzwingen. Die Drohung mit einem verheerend hohen Zoll von 30% ermöglichte es den USA, die immer noch signifikanten 15% als Kompromiss oder Erleichterung darzustellen und damit effektiv ein höheres Zollniveau für den Handel zu etablieren. Dies lässt den Schluss zu, dass Zölle unter dieser Administration nicht mehr nur wirtschaftspolitische Instrumente zur Einnahmengenerierung oder zum Schutz sind, sondern strategische Instrumente im geopolitischen Machtkampf und ein Mittel zur Neudefinition von Handelsbeziehungen zugunsten der USA. Ziele und Interessen beider Parteien in den Verhandlungen. Die Ziele der USA in diesen Verhandlungen waren klar definiert: die Handelsbeziehungen anzupassen, Handelsdefizite zu reduzieren und substanzielle Verpflichtungen für den Kauf von US-Energie und Investitionen zu sichern. Präsident Trump hob hervor, dass er eine sehr einseitige Transaktion sehr unfair gegenüber den Vereinigten Staaten korrigieren wolle, um Fairness zu erreichen. Der US-Handelsbeauftragte betonte, dass Zölle notwendig seien, um das Handelsdefizit bei Waren zu reduzieren und gleichzeitig den Marktzugang für amerikanische Exporteure zu eröffnen. Die Ziele der EU bestanden primär darin, einen umfassenden Handelskrieg und die verheerenden 30% Zölle abzuwenden. Laut Warnungen des EU-Chefunterhändlers Maroš Šefčovič hätten diese den transatlantischen Handel lahmgelegt und fast 5 Millionen Arbeitsplätze gefährdet. Die EU strebte die Wiederherstellung von Stabilität und Vorhersehbarkeit für ihre Unternehmen an. Sie strebte auch den Abbau von Zöllen auf beiden Seiten für eine Reihe strategischer Produkte an und wollte sensible Bereiche ihrer Landwirtschaft schützen. Der Verlauf der Verhandlungen offenbarte eine deutliche Asymmetrie in der Verhandlungsmacht. Die USA agierten aus einer Position aggressiver Einseitigkeit, wobei die offene Drohung mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Strafen als primäres Druckmittel diente. Die EU, traditionell eine Verfechterin der Zusammenarbeit vieler Staaten und niedrigerer Handelsschranken, agierte weitgehend reaktiv mit dem Ziel, den Schaden zu minimieren und ein katastrophales Ergebnis zu vermeiden. Diese Ungleichheit der Kräfte zeigte sich in Trumps fester Haltung, den Zollsatz nicht unter 15% zu senken. Die Asymmetrie wurde auch dadurch deutlich, dass die EU am Ende einen neuen Zollsatz hinnehmen musste, anstatt zu den ursprünglichen Zöllen vor dem Konflikt zurückzukehren. Die Definition von Fairness der US-Administration schien sich auf die Reduzierung des US-Handelsdefizits und die Sicherung konkreter Zugeständnisse zu konzentrieren, während die Fairness der EU eher darauf abzielte, die bestehende Handelsbeziehung zu bewahren und eine wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern. Dies verdeutlicht grundlegende Unterschiede in ihren Denkweisen und Strategien bei den handelspolitischen Ansätzen. Detaillierte Bestimmungen der US-EU-Zollvereinbarung. Die am 27. Juli 2025 unterzeichnete Vereinbarung, die am 1. August 2025 in Kraft getreten ist, sieht eine vollständige Neuregelung der Zollbeziehungen zwischen den USA und der EU vor. Die Kernpunkte des Abkommens sind die Einführung eines 15% Zolls auf alle importierten EU-Waren mit bestimmten Ausnahmen, eine Obergrenze für Zölle auf Stahl und Aluminium sowie die Verpflichtung der EU, erhebliche Mengen an US-Energie zu kaufen. Zudem enthält es Mechanismen zur Streitbeilegung und zur Überprüfung des Abkommens. Der 15% Zoll auf EU-Importe eine neue Normalität.
Das Herzstück der Zollvereinbarung ist die Einführung eines einheitlichen Zollsatzes von 15% auf alle Warenimporte aus der Europäischen Union in die Vereinigten Staaten, mit Ausnahme bestimmter Landwirtschaftsprodukte, die im Rahmen separater, bereits bestehender Abkommen geregelt sind. Dieser Satz ersetzt alle zuvor geltenden Zölle, sowohl die gemäß § 232 des US-Handelsgesetzes eingeführten Stahl- und Aluminiumzölle, als auch andere sektor- oder produktspezifische Zölle, die zwischen den beiden Wirtschaftsräumen existierten. Die Wahl des 15%-Satzes ist strategisch und psychologisch ausschlaggebend. Er liegt deutlich unter den 30%, die die USA angedroht hatten. Dies ermöglicht es der US-Administration, ihn als Kompromiss oder Erleichterung darzustellen, auch wenn er immer noch eine deutliche Steigerung gegenüber den historischen Niveaus bedeutet. Gleichzeitig führt dieser höhere, einheitliche Zollsatz zu erheblichen Einnahmen für die US-Staatskasse. Schätzungen zufolge könnten die Einnahmen aus diesem neuen Zoll über 130 Milliarden US-Dollar pro Jahr betragen, basierend auf dem Handelsvolumen von 2024. Dies würde einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung des US-Handelsdefizits leisten. Für europäische Exporteure bedeutet der 15% Zoll eine erhebliche Belastung. Viele Unternehmen werden gezwungen sein, ihre Preisstrategien zu überdenken. Sie könnten ihre Gewinnspannen verringern oder die höheren Kosten an die Verbraucher in den USA weitergeben. Beides kann zu einem Wettbewerbsnachteil führen. Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen ohne die finanziellen Rücklagen großer Konzerne werden hiervon stark betroffen sein. Langfristig könnte dies zu einer Verlagerung von Produktionsstätten oder zu einem Rückgang europäischer Exporte in die USA führen, was die europäische Wirtschaft zusätzlich unter Druck setzt. Die EU hat sich verpflichtet, im Gegenzug für die Abwendung des 30% Zolls jährlich bis zu 100 Milliarden US-Dollar an Flüssigerdgas und Rohöl von den USA zu kaufen. Diese Zusage, die über die bestehenden Abnahmemengen hinausgeht, ist ein bedeutendes Zugeständnis und bietet den USA eine garantierte Nachfrage für ihre Energieexporte, die angesichts globaler Energiepreisschwankungen und des Klimawandels von wachsender Bedeutung ist. Obergrenzen für Zölle auf Stahl und Aluminium und die Energiekomponente. Neben dem allgemeinen 15% Zoll wurden spezifische Obergrenzen für Zölle auf Stahl und Aluminium festgelegt, die sich von den ursprünglichen Zöllen gemäß § 232 des US-Handelsgesetzes unterscheiden, obwohl die prozentualen Zölle für Stahl und Aluminium separat aufgeführt sind. Ist es wichtig zu beachten, dass der 15% Zoll auf alle Warenimporte, einschließlich Stahl und Aluminium, als Grundlage gilt. Die Abweichung zwischen dem 15% Grundzoll und den Obergrenzen für Stahl und Aluminium deutet an, dass für diese Produkte in bestimmten Fällen höhere oder geringere effektive Zollsätze gelten könnten. Dies hängt von der Anwendung spezifischer Regeln und Ausnahmeregelungen ab. Die Energiekomponente ist ein zentrales Element des Abkommens. Die EU hat sich verpflichtet, über die bisherigen Mengen hinaus bis zu 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr an Flüssigerdgas und Rohöl von den USA zu kaufen. Diese Verpflichtung dient den USA als wichtiger Exportmarkt und trägt zur Reduzierung des Handelsdefizits bei. Für die EU bedeutet dies eine weitere Diversifizierung ihrer Energieimporte, weg von der Abhängigkeit von russischem Gas, was auch den geopolitischen Zielen Europas entspricht. Allerdings stellt dies auch eine erhebliche finanzielle Belastung dar und birgt das Risiko einer erhöhten Abhängigkeit von einem einzigen Energieversorger, den USA. Ausnahmen und Überprüfung des Abkommens. Trotz des weitreichenden 15% Zolls enthält die Vereinbarung konkrete Ausnahmen und Regelungen zur Überprüfung und Anpassung. Ausgenommen vom allgemeinen Zoll sind, wie bereits erwähnt, bestimmte Landwirtschaftsprodukte, die im Rahmen separater Abkommen ausgetauscht werden.
Diese Ausnahmen dienen dazu, die Auswirkungen auf bestimmte sensible Sektoren in der EU abzumildern und gleichzeitig die Versorgungssicherheit in den USA zu gewährleisten. Darüber hinaus enthält das Abkommen eine Klausel, die es beiden Parteien ermöglicht, nach einer anfänglichen Periode von 3 Jahren eine detaillierte Überprüfung der Vereinbarung durchzuführen. Diese Überprüfung soll die Wirksamkeit der Zölle bei der Reduzierung des Handelsdefizits bewerten und die Auswirkungen auf die jeweiligen Volkswirtschaften analysieren. Ziel ist es, mögliche Anpassungen vorzuschlagen, um das Abkommen an zukünftige Entwicklungen anzupassen. Ein zentraler Aspekt der Vereinbarung sind die Verfahren zur Streitbeilegung. Da die USA die Autorität der Welthandelsorganisation WTO in Handelsstreitigkeiten zunehmend in Frage stellen, legt dieses bilaterale Abkommen eigene Verfahren zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten fest, die außerhalb des WTO-Rahmens liegen. Dies unterstreicht einen Trend in der US-Handelspolitik. Sie konzentriert sich zunehmend auf Abkommen zwischen einzelnen Staaten und setzt dabei Macht anstelle von internationalen Regeln ein. Damit kehrt sie dem System der weltweiten Zusammenarbeit den Rücken, das die globale Handelsordnung seit Jahrzehnten geprägt hat. Ökonomische und geopolitische Auswirkungen. Die US-EU-Zollvereinbarung wird weitreichende ökonomische und geopolitische Auswirkungen haben. Diese gehen über die direkten Folgen für die beteiligten Parteien hinaus und könnten die globale Handelsordnung grundlegend verändern. Für die Vereinigten Staaten ist die Zollvereinbarung in erster Linie ein wirtschaftlicher Gewinn. Die USA erzielen aus diesem Zoll beträchtliche Einnahmen, die sich auf über 130 Milliarden US-Dollar jährlich belaufen. Dies stellt einen erheblichen finanziellen Gewinn für die US-Staatskasse dar und trägt dazu bei, das chronische Handelsdefizit des Landes zu verringern. Zudem ermöglicht die garantierte Abnahme von US-Energieexporten eine Stabilisierung der heimischen Energieindustrie. Dies schafft langfristige Absatzmärkte und erhöht somit die wirtschaftliche Sicherheit der USA. Diese Faktoren könnten sich positiv auf das BIP-Wachstum und die Beschäftigungszahlen in den USA auswirken. Für die Europäische Union war das Abkommen eine pragmatische Notwendigkeit, um eine weitaus schlimmere Eskalation zu vermeiden und eine gewisse Stabilität zu sichern. Dies geschieht jedoch auf Kosten wirtschaftlicher Belastungen und einer Anpassung an den Zwang der US-amerikanischen Politik. Der 15% Zoll wird die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Produkte auf dem US-Markt erheblich beeinträchtigen. Europäische Exporteure müssen entweder ihre Preise erhöhen, was zu einem Rückgang der Nachfrage führen würde, oder ihre Gewinnspannen verringern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies könnte zu Produktionsverlagerungen, Arbeitsplatzverlusten und einem insgesamt geringeren Wirtschaftswachstum in der EU führen. Die Verpflichtung zum Kauf von US-Energie fördert zwar die Diversifizierung, bedeutet aber auch einen erheblichen Abfluss von Mitteln aus der EU und eine potenzielle Abhängigkeit von US-Energiepreisen. Insgesamt ist die wirtschaftliche Bilanz für die EU gemischt. Kurzfristige Erleichterungen werden langfristig durch Kosten für notwendige Anpassungen und eine schlechtere Wettbewerbsposition überschattet. Geopolitische und globale Auswirkungen. Die Zollvereinbarung zwischen den USA und der EU hat weitreichende geopolitische Auswirkungen. Diese gehen über die unmittelbaren Handelsbeziehungen hinaus und könnten die globale Verteilung der Macht beeinflussen. Für Europa bedeutet die Einigung zwar eine Abwendung der unmittelbar drohenden Zölle, doch sie kommt zu einem Preis. Die Akzeptanz eines permanenten 15% Zolls und die Verpflichtung zu Energieimporten aus den USA könnten die Eigenständigkeit Europas langfristig schwächen. Die verstärkte Energieabhängigkeit von den USA reduziert die Diversifizierung der Energiequellen und macht Europa anfälliger für Preis- und Versorgungsentscheidungen Washingtons.
Zudem könnte der bilaterale Ansatz der USA, der die WTO und die zwischen vielen Staaten vereinbarten Handelsregeln umgeht, das globale Handelssystem weiter aushöhlen. Dies könnte Europa in eine Lage bringen, in der es sich ebenfalls einzelstaatlichen Abkommen beugen muss, was seiner traditionellen Politik widerspricht. Für andere globale Handelspartner, insbesondere China, Kanada, Mexiko und Indien, sendet dieses Abkommen ein klares Signal. Die USA sind bereit, aggressive Handelsmaßnahmen zu ergreifen, um ihre Ziele durchzusetzen, auch auf Kosten langjähriger Verbündeter. Dies könnte eine Aufspaltung des weltweiten Handelssystems beschleunigen, indem sich Länder zunehmend in regionalen oder bilateralen Blöcken organisieren, anstatt auf einheitliche Regeln und Institutionen zu vertrauen. China könnte versuchen, die EU und andere Länder von den USA abzuwerben, indem es sich als Verfechter der weltweiten Handelszusammenarbeit darstellt und günstigere Handelsbedingungen anbietet. Dies birgt das Potenzial für eine weitere Spaltung der globalen Handelslandschaft und die Bildung neuer geopolitischer Allianzen, die die bestehenden Partnerschaften über den Atlantik hinweg untergraben oder in Frage stellen könnten. Fazit und Ausblick. Die US-EU-Zollvereinbarung markiert eine grundlegende Neuorientierung in den transatlantischen Handelsbeziehungen und signalisiert eine tiefgreifende Verschiebung der globalen Wirtschaftsordnung. Während die USA einen politischen und wirtschaftlichen Sieg errungen haben, indem sie substanzielle Zolleinnahmen sichern und ihre heimische Energieindustrie stärken, steht die EU vor erheblichen Anpassungsherausforderungen und einer potenziellen Schwächung ihrer Eigenständigkeit. Das Abkommen deutet auf eine Zukunft hin, in der einzelstaatliche Vereinbarungen und Handelspolitiken, die auf Macht statt auf Regeln basieren, die traditionelle weltweite Zusammenarbeit zunehmend ersetzen. Die langfristigen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die globale Geopolitik bleiben abzuwarten. Es ist jedoch klar, dass dieses Abkommen die Konturen der internationalen Beziehungen für die kommenden Jahre prägen wird. Nun zu dir. Wie denkst du über die geschlossene Zollvereinbarung? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Wie hätte sich die EU-Kommission verhalten sollen? Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm bitte einen Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Compass.